Rund um Pestizide auf Obst und Gemüse kursieren viele beruhigende Mythen, die auf den ersten Blick logisch klingen, bei genauerem Hinsehen aber ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen. Genau darin liegt das Problem. Diese Vereinfachungen nehmen dem Thema seine Komplexität und führen dazu, dass reale Risiken unterschätzt oder ganz ausgeblendet werden. Wer sich ausschließlich auf solche Aussagen verlässt, trifft oft Entscheidungen, die weniger schützen, als man glaubt. Ein besonders verbreiteter Mythos lautet, gründliches Waschen entferne alle Pestizide. Diese Vorstellung ist wissenschaftlich nicht haltbar. Zwar reduziert Waschen unter fließendem Wasser einen Teil der oberflächlichen Rückstände, doch viele Pestizide sind systemisch. Das bedeutet, sie werden von der Pflanze aufgenommen und im Gewebe verteilt. Gegen diese Rückstände ist selbst intensives Waschen wirkungslos. Problematisch ist, dass dieser Mythos Menschen in falscher Sicherheit wiegt und sie davon abhält, weitergehende Maßnahmen zur Reduktion der Belastung in Betracht zu ziehen. Waschen ist sinnvoll, aber es ist kein vollständiger Schutz. Ebenso trügerisch ist die Annahme, Schälen löse das Problem grundsätzlich. Zwar können Rückstände auf der Schale reduziert werden, doch auch hier gilt, systemische Pestizide bleiben im Fruchtfleisch. Zudem wird beim Schälen oft suggeriert, man könne damit alles Gefährliche entfernen, ohne Nachteile in Kauf zu nehmen. Das ist nicht korrekt. Mit der Schale gehen erhebliche Mengen an Ballaststoffen, Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen verloren. Also genau jene Bestandteile, die Obst und Gemüse so gesund machen. Der Mythos verschleiert damit einen Zielkonflikt. Man reduziert potenziell Rückstände, verliert aber gleichzeitig einen Teil des gesundheitlichen Nutzens. Ein weiterer Irrglaube ist die Behauptung, Pestizidrückstände lägen immer unter den Grenzwerten und seien deshalb automatisch unbedenklich. Diese Aussage ignoriert zentrale Schwächen des Grenzwertsystems. Grenzwerte werden meist für einzelne Wirkstoffe festgelegt, nicht für die reale Mischung mehrerer Substanzen, denen Menschen täglich ausgesetzt sind. Außerdem basieren sie häufig auf Daten zu Erwachsenen und berücksichtigen empfindliche Gruppen wie Kinder oder ungeborene Föten nur unzureichend. Der Mythos unter dem Grenzwert ist sicher verharmlost damit Unsicherheiten, die wissenschaftlich längst bekannt sind. Auch die Vorstellung, Bioprodukte seien nicht besser, weil Bio auch Pestizide nutzt, ist stark verkürzt und irreführend. Zwar dürfen im ökologischen Landbau bestimmte natürliche Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, doch die Art, Häufigkeit und Toxizität dieser Stoffe unterscheidet sich deutlich von synthetischen Pestiziden. Studien zeigen konsistent niedrigere Rückstandsmengen und weniger Wirkstoffkombinationen in Bioware. Der Mythos nivelliert diese Unterschiede und dient oft eher der Beruhigung als der sachlichen Einordnung. Ein besonders problematischer Mythos ist die Idee, kleine Mengen könnten grundsätzlich keinen Schaden anrichten. Gerade bei hormonell wirksamen Pestiziden ist das Gegenteil der Fall. Endokrine Disruptoren können bereits in sehr niedrigen Dosen Effekte haben, insbesondere bei langfristiger Exposition oder in sensiblen Entwicklungsphasen. Die Vorstellung, die Dosis macht das Gift, greift hier zu kurz und spiegelt ein veraltetes toxikologisches Denken wider. Schließlich hält sich auch der Glaube, der Verzicht auf Obst und Gemüse sei die logische Konsequenz, wenn man Pestizide vermeiden wolle. Dieser Mythos ist in seiner Wirkung besonders gefährlich. Er führt Menschen dazu, weniger frische Lebensmittel zu essen und damit ein deutlich höheres Gesundheitsrisiko einzugehen. Das eigentliche Problem sind nicht Obst und Gemüse an sich, sondern ein System, das Risiken ungleich verteilt und oft schlecht kommuniziert. Die falsche Schlussfolgerung verstellt den Blick auf pragmatische Lösungen wie gezielte Bio-Auswahl, bewusste Sortenwahl und realistische Risikoreduktion. In der Summe zeigen diese Mythen, wie stark das Thema Pestizide vereinfacht und beschönigt wird. Sie reduzieren ein komplexes Risiko auf scheinbar einfache Antworten und verhindern damit eine informierte, vorsorgliche Haltung. Wer diese Fehlannahmen erkennt und hinterfragt, kann bessere Entscheidungen treffen, nicht aus Angst, sondern aus einem realistischen Verständnis dafür, wo Schutzmaßnahmen wirken und wo sie an ihre Grenzen stoßen.